Irgendwann habe ich auf Königsbrunn das Sagen. Und dann mache ich, was ich will. Und du wirst mich nicht davon abhalten. Ich muss die anderen vor ihm schützen. Der beste Weg dazu ist, ihn zu enterben. Keiner hat gesehen, wie das Kind in das Wasser gefallen ist? Nein. Und seine Leiche wurde nie gefunden? Sebastian, du weißt was. Sag's mir. Wie oft willst du mir heute noch auf die Nerven gehen? Ich habe noch was anderes zu tun. Hast du inzwischen mit Sebastian gesprochen? Seit deinem letzten Anruf vor 10 Minuten? Nein, habe ich nicht. Verdammt nochmal, Adrian, es ist wichtig für mich. Hat der Junge was gemerkt oder nicht? Für mich hängt viel davon ab. Nein, hat er nicht. Und jetzt buenas noches, Señorita. Warte mal. Wie kannst du dir da so sicher sein? Erstens gibt es noch 1000 andere Jungs mit dem hübschen Namen Hannes. Und zweitens ist er offiziell für tot erklärt. Du übrigens auch, ja, nur zur Erinnerung. Du scheinst das ja alles wahnsinnig amüsant zu finden. Sag mal, ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn der ganze Schwindel auffliegt? Dann wandern wir beiden hübschen Hand in Hand in den Knast. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ich doch auch nicht. Ich will nur nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst. Hör zu. Der Junge vertraut mir völlig. Ich bin wie ein Vater für ihn. Wenn er Verdacht geschöpft hätte, hätte er mich schon längst gefragt. Ich hoffe, du hast recht. Wenn nicht, habe ich nämlich ein ernstes Problem. So, was weißt du über Hannes? Ich hätte gar nicht damit anfangen sollen. Hast du aber, und jetzt will ich den Rest wissen. Ich weiß es. Es klingt verrückt. Völlig bescheuert. Ich bin mir auch nicht sicher, aber vielleicht lebt Hannes noch. Was? Das ist völlig unmöglich. Ich habe ein Gespräch für Adrian angenommen. Eine Frau. Sie hat nicht gemerkt, wer am Apparat war und im Hintergrund mit einem Kind gesprochen. Sie ist Hannes. Und jetzt denkst du, Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. War komisch was schon. Zumal sie sofort aufgelegt hat, als ich meinen Namen genannt habe. hast du den Anruf zurückverfolgt? Leider nicht. Das ist nicht besonders viel. Da war noch eine Quittung. Über 2 Kinderbücher. Ich meine, was will er damit? Hast recht. Ist alles viel zu dünn. Wahrscheinlich spinne ich schon. Andererseits, du hast selbst gesagt, du traust Adrian alles zu. Meine Tochter Carla setze ich zur Alleinerbin meines Vermögens ein. Ihre Geschwister Ansgar, Leonard, Konstantin, Nikola und Sarah werden wie in Abschnitt 3.7 ausgeführt, entschädigt und erhalten zudem lebenslanges Wohnrecht auf Schloss Königsbrunn. Ja, das ist korrekt. Dann brauchen Sie nur noch zu unterschreiben. Dann hoffe ich, das nächste Mal wird ein etwas erfreulicherer Anlass. Ja, das hoffe ich auch. Frohes Fest. Auch für Sie. Auf Wiedersehen. Danke. Und vielen Dank. Es ist schon merkwürdig, wie sich Geschichte wiederholt. Du meinst deinen Bruder Ludwig? Ja, obwohl er der Ältere von uns war, hat Vater ihn enterbt. Und jetzt enterbe ich meinen Ältesten. Lisa, guck mal, wer hier ist. Lisa! Charlie, hallo. Oh, ihr habt schon so schön geschmückt. Da komme ich ja gerade richtig. Alles für mich? Ach, das hättest du wohl gerne, hm? Ja, alles bis auf das. So. Oh. Und wo ist der Herr des Hauses? Naja, bei der Weihnachtsfeier vom Brandnerbau. Oh ja. Susanne, Ja. ich wollte dich um was bitten. Gibst du das Lars mit einem lieben Gruß von mir? Ich weiß nicht.
Susanne, von mir wird das nicht annehmen. Charlie, da gibt es ein Problem. Lars und ich, wir... Ihr habt Streit? Ach, ausgerechnet jetzt. Nein, wir sehen uns im Moment nicht so häufig. Ehrlich gesagt gar nicht. Was ist denn passiert? Nichts, gar nichts. Nur meine Scheidung steht an und da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für mich. Aber dass du den Haushalt nicht vernachlässigst. Das würde ich doch nie wagen mit so einer Prinzessin im Haus. Aber dann ist ja Lars ganz alleine. Und das an Weihnachten. Aber das muss doch nicht so bleiben. Du meinst, Ja klar, Weihnachten ist ein Familienfest. Also wenn das kein Anlass zur Versöhnung ist. Also wenn er Hannes tatsächlich entführt hat, dann hätte er Ansgar an seinem wundesten Punkt erwischt. Und Hannes' Leiche wurde nie gefunden. Natalie hat den Kinderwagen nur ganz kurz allein gelassen. Zeit genug, das Baby rauszunehmen und den Wagen in den Rhein zu stoßen. So könnte es gewesen sein. Traust du Adrian sowas zu? Wenn überhaupt jemand an ihm. Was sollen wir jetzt tun? Du darfst Adrian auf keinen Fall erzählen von deinem Verdacht. Das werde ich nicht. Danke für dein Vertrauen, Sebastian. Ich kann mir vorstellen, wie schwer dir dieser Schritt gefallen ist. Hast du gut geschlafen? Ja, ganz toll. Danke, Inga. Jana fehlt dir, stimmt's? Sehr sogar. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Konstantin. Meidet unser ältester Bruder neuerdings die Gesellschaft der Bastarde? Konstantin, bitte. Immerhin hat er sich für seine Bemerkung entschuldigt. Ah. Tatsächlich? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Wir sind ja noch Halbbrüder. Außerdem haben wir beide einen Sohn verloren. Vielleicht hat er ja wirklich mal drüber nachgedacht. Das glaubst du doch selber nicht. Das ist doch alles nur Taktik, mehr nicht. Ansgar ist kein Heiliger, das wissen wir alle. Aber ihm bei allem, was er tut, gleich das Schlimmste zu unterstellen, ist auch nicht fair. Woher dein plötzlicher Sinneswandel? Ich habe den Eindruck, Ansgar fehlt sowas wie eine Perspektive. Vielleicht kannst du ihm ja einen Job in der Holding anbieten. Das würde ihm bestimmt gut tun. Guten Morgen, Elisabeth. Guten Morgen, Ansgar. Ich habe mich da wohl wieder unmöglich benommen. Es tut mir leid. Das sollte es auch. Bei Leonhard und Konstantin habe ich mich schon in aller Form entschuldigt. Und haben Sie deine Entschuldigung angenommen? Na, das hoffe ich doch sehr. Ich nehme dir deine plötzliche Reue nicht ab, aber das wirst du auch sicher nicht erwartet haben, nicht wahr? Du meinst, weil ich dir das Leben in der Firma so schwer gemacht habe? Nein, nicht wirklich. Umso besser. Zumal du ja auch noch darauf verzichtet hast, mich bei Vater zu verraten. Keinesfalls, um dich zu schützen. Nein, aus Liebe und Sorge um meinen Vater, ich weiß. Er hätte, weiß Gott, keine bessere und liebevollere Frau finden können als dich. So, ihr beiden. Schön festhalten und nicht selber wegfliegen. Ach, Charlie, übrigens vielen Dank noch für die vielen Geschenke, aber mussten es gleich so viele sein? Geschenke bringt doch der Weihnachtsmann und sonst niemand. Und übrigens frohe Weihnachten. Ja. Ich habe gehört, dass Susanne und Lars sich nicht mehr sehen. Ich finde das traurig in der Weihnachtszeit. Immer noch Eiszeit zwischen dir und deinem Bruder? Aber er holt gleich die Kleine ab. Vielleicht hat er ja dann ein bisschen Zeit für mich. Ich drücke dir die Daumen, Charlie. Lars, hier. Hallo. Hallo. Ja, dann schaue ich mal, ob der Weihnachtsmann auch für mich was in seinem Beutel hat. Na, meine Süße, wie geht's dir? Hast du den Papa vermisst? Wir haben einen schönen Bummel über den Weihnachtsmarkt gemacht. Und gewickelt habe ich sie auch schon. Ja, danke. Dann. Sag mal, hast du was von Natalie gehört? Ja, sie wird bald entlassen und dann kommt es ja noch zur Gerichtsverhandlung wegen der Unfallsache. Naja, es wird ihr bald besser gehen, wenn sie diese schreckliche Geschichte endlich hinter sich hat. Ja. Ich habe auch noch was für dich. Frohe Weihnachten. Lars, bitte. Danke. Willst du nicht zum Adventsessen kommen heute Abend? Olli wird auch da sein. Danke, ich habe wirklich keine Zeit.
So, alles wieder in Ordnung, Frau Schneider. Ich mache jetzt noch Ihre Entlassungspapiere fertig und dann können Sie wieder gehen. Kann ich nicht noch wenigstens ein paar Tage bleiben? Nur über Weihnachten, bitte. Ich bin immer noch ganz flau im Magen. Trinken Sie viel Kamillentee und übertreiben Sie es nicht mit den Marzipankartoffeln, dann wird es bald besser werden. Wiedersehen, Frau Schneider. Dr. Schillinger, bitte zur Information. Dr. Schillinger, bitte zur Information. Schöne Feiertage. Was machst denn du hier? Dich besuchen. So spät, ich bin gerade entlassen worden. Cool. Dann gehen wir einen Kaffee trinken. Okay, kann ich vorher mein Zeug zu dir bringen? Zu mir. Warum nicht? Olivia Lars rammt mich ungespitzten Boden, wenn ich da mit dir auftauche. Mann, er weiß doch ganz genau, dass ich damals total verknallt war. In Andi. Als ob ihm das noch nie passiert. Alle anderen sind mal wieder schuld, nur du nicht, richtig? Du hast doch keine Ahnung. Olivia, kleiner Tipp. Wenn du Scheiße baust, steh dafür gerade. Dann sind die Leute auch für dich da, wenn du sie brauchst. Du Scheiße. Lass mal überlegen, wo du noch hin könntest. Wenigstens ein paar Tage. Mach dir keinen Kopf. Ich bin schon irgendwo im Bett. Ist ja schließlich Weihnachten. Das Fest der Liebe. Die Rechnung bitte. So, Ihre Rechnung. Dankeschön. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich eine kleine Überraschung für dich habe? Nein. Was ist es denn? Na, nicht so neugierig. Setz dich doch schon mal hin, ich komme gleich. Hallo, Leonard. Sie kennen ja meine Einstellung zu Ihrer Beziehung mit Jana. Trotzdem wollte ich Ihnen sagen, dass es mir leid tut, dass Ihre junge Ehe in solche Turbulenzen geraten ist. Sparen Sie sich doch einfach Ihr Mitleid. Sie meinen es doch ohnehin nicht ernst. Warum soll ich Ihnen was vormachen? Wie hätten Sie Ansgar sonst die ganze Zeit vorgaukeln können, dass er wieder Vater wird? Wo Sie doch genau wussten, wie sehr er unter dem Verlust seines Sohnes gelitten hat. Ansgar ist eine völlig andere Baustelle. Hier geht es mir um Sie, um das Glück meines Sohnes. Verstehen Sie das nicht? Ich hatte Sie übrigens vor Olivia gewarnt, weil ich genau das vorausgesehen habe, dass sie zu Jana rennt und ihr Brühwarm erzählt, was sie in der Kutsche gesehen hat. Bitte sehr. Mille grazie. Stimmt so. Vielleicht geben Sie mir ja eines Tages mal die Gelegenheit, Ihnen zu beweisen, wie viel mir an Ihnen liegt und wie stark meine väterlichen Gefühle für Sie sind. Sie wissen doch gar nicht, was das ist. Es freut mich, dass du dich bei Konstantin und Leonard entschuldigt hast. Ich fand, es war das Mindeste, was ich tun konnte. Als ich erfahren habe, dass jetzt auch noch Leonard Adrians Sohn ist, da habe ich einfach nur noch rot gesehen. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Ich meine, das soll jetzt natürlich keine Entschuldigung sein. Nein, natürlich nicht. Ja, aber das muss doch auch für dich ein ziemlicher Schock gewesen sein. Ja, das war es allerdings. Aber darüber wollte ich gar nicht mit dir sprechen. Ich habe mir Gedanken über deine Zukunft gemacht. Nicht zuletzt, weil dein Bruder Leonard mir ins Gewissen geredet hat. Was würdest du von einer Rückkehr in die Firma halten? Ist das dein Ernst? Ja. Natürlich müsste ich noch mit Elisabeth darüber sprechen. Ja, natürlich. Sie soll sich auf keinen Fall übergangen fühlen. Vater, auch wenn du jetzt noch skeptisch bist, ich verspreche dir, ich werde dein Vertrauen nicht enttäuschen. Na, wie war es auf dem Weihnachtsmarkt? Ach, Angelo, sagen Sie Xavier bitte, dass wir heute Abend wahrscheinlich nur zu zweit sind. Ja, was ist mit Ihrem Bruder? Nun gehen Sie schon. Hi. Hallo. Ich war gerade bei Olivia im Krankenhaus. Sie wird heute entlassen. Ja, wie schön für Sie. Sie hat übrigens keine Ahnung, wo sie die nächsten Tage schlafen soll. Also quasi über Weihnachten. Oliver, ich habe nun wirklich noch genug Probleme, auch ohne deine Cousine. Lief wohl nicht so gut mit Lars, hm? Nicht wirklich. Hey, dafür ist das Adventsessen doch perfekt. Eine bessere Gelegenheit, sich endlich mal auszusprechen, gibt's doch gar nicht. Du, hör mal, Oliver, kannst du nicht einfach noch mal mit ihm sprechen? Charlie, da mische ich mich nicht ein. Das habe ich Lars versprochen und dabei bleibt's auch. Außerdem
Wenn Lars kommt, dann musst du Olivia auch einladen. Sie gehört schließlich auch zur Familie. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Die soll sich erst mal bei Lars entschuldigen. Darauf wartet er noch heute. Dieses Jahr ja wirklich ein wunderbares Weihnachtsfest. Du bist so still. Ist alles okay? Ja. Mir ist nur gerade was eingefallen. Vertrag, der auf meinem Schreibtisch liegt. Du hast recht. Den Gedanken immer beim Job. Damit schaffst du es noch bis ganz nach oben. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Ob du es willst oder nicht, aus dir wird mal ein Spitzenanwalt, das sage ich dir, mein Junge. Nur eins musst du noch lernen. Bescheidenheit ist keine Zier. Denn weiter kommt man ohne ihr. Ich habe dir doch eine Überraschung versprochen. Und? Steht vor dir. Gute Fahrt. Das kann ich nicht annehmen. Unmöglich. Was, gefällt's dir nicht? Doch, klar. Das Teil ist der Hammer. Aber... Ach, du hast gedacht, ich will dir den Wagen schenken? Nein, das ist ab sofort ein neuer Dienstwagen. Ja, schließlich repräsentierst du meine Firma. Außerdem kann ich das Teil von der Steuer absetzen. Scheiße, wäre dein Vater stolz, wenn er dich jetzt sehen könnte. Also gut, ich nehme ihn. Hab Spaß damit. Nur damit das klar ist. Die Strafzettel zahle ich dir nicht. Nein. Ja. Hallo. Musst du noch viel arbeiten? Was machst du denn hier? Ist was mit Sophia? Nein, Sophia geht's gut. Sie ist bei Lars. Und wieso kommst du dann an deinem freien Abend zu mir? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also, es geht um Hannes. Beziehungsweise darüber, dass er vielleicht noch lebt. Was? Ja, ich weiß, es klingt unglaublich und wahrscheinlich ist auch gar nichts an der Sache dran, aber ich kann an nichts anderes mehr denken, seitdem Sebastian mir davon erzählt hat. Was hat Sebastian dir erzählt? Er hatte eine Frau für Adrian am Apparat und die hat im Hintergrund mit einem Hannes gesprochen. Ja, und weiter? Ja, und dann gibt es noch eine Quittung über 2 Kinderbücher. Habt ihr Ansgar davon erzählt? Nein, das wäre auch keine gute Idee. Wir dürfen ihm keine falschen Hoffnungen machen, wenn sich danach wieder alles zerschlägt. Ja, du hast recht, das wäre wahrscheinlich fatal. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, rauszufinden, ob irgendwas an der Sache dran ist. Vielleicht gibt's da wirklich was. Ja, ich müsste zwar ziemlich hoch pokern, aber es könnte sein, dass es klappt. Bin mir allerdings nicht sicher. Sag mal, wie lange willst du eigentlich noch da stehen und mich anstarren? Sorry. Ich wundere mich nur. Worüber? Ja, wie du offensichtlich die Weihnachtstage verbringen willst. Die Arbeit reicht doch bestimmt bis ins nächste Jahr. Also wenn du glaubst, dass ich hier die ganze Zeit arbeiten werde, muss ich dich leider enttäuschen. Zufällig habe ich noch eine kleine Tochter, auf die ich aufpassen muss. Klar. Und die Akten sind nur Deko. Fast so schön wie Lametta. Sag mal, worauf willst du eigentlich hinaus? Lars, wir wissen doch beide, warum du das hier veranstaltest. Sag es mir. Du brauchst einen Vorwand, um nicht bei Charlies Adventsessen zu erscheinen. Erstens brauche ich keinen Vorwand, weil ich sowieso nicht hingehe. Basta. Und zweitens hast du mir versprochen, dich nicht mehr einzumischen. Also halte dich gefälligst daran. Okay. Trotzdem solltest du wissen, dass Charlie leidet wie ein Hund. Für sie ist Weihnachten gelaufen. Und Weihnachten ist ein Familienfest. Und eine Familie, die zerstritten ist, kann kein Weihnachten feiern. Lieber Lars, ich habe einen schweren Fehler gemacht, den ich nie wieder ausbügeln kann. Könnte ich die Zeit doch zurückdrehen? So hoffe ich weiter auf eine Versöhnung und schenke dir etwas,
was du dir als kleiner Junge immer gewünscht hast. Aber damals fehlte mir das Geld dazu. Frohe Weihnachten wünscht dir deine Schwester Charlie. Ist es nicht ein wenig kalt für diese Jahreszeit? In Shanghai sagen wir, wer die Sonne das Tanzen lehrt, wird niemals frieren. Shanghai, eine wunderbare Stadt. Immer wieder eine Reise wert. Ich freue mich, dass wir uns so schnell wiedersehen, Frau von Berneck. Es gibt viel zu tun. Du willst Ansgar also wieder einen Platz in der Firma geben? Elisabeth, nachdem ich Carla zur Alleinerbin gemacht habe, sollte ich ihm wenigstens eine berufliche Perspektive bieten. Ich meine, wir sind ein Familienunternehmen und Ansgar immerhin mein einziger leiblicher Sohn. Also gut, wägen wir Vor- und Nachteile ab. Also, er ist ein hervorragender Geschäftsmann. Er besitzt Durchsetzungskraft, ist zielstrebig und verfügt über ein ausgezeichnetes Verhandlungsgeschick. Er ist skrupellos, machtbesessen und nicht gerade wählerisch in seinen Mitteln. So ist es. Und deshalb kommt auch nur eine Position mit eingeschränkten Befugnissen in Betracht. Da sind wir absolut d'accord. Wo steckt das Problem? Auf das Gelingen unseres Plans. Und eine glänzende geschäftliche Zukunft. Glaubt Ihre Familie eigentlich immer noch, Sie hätten sich an der Côte d'Azur entspannt, während Sie mich in Shanghai besucht haben? Genauso wie Sie die Nummer des reuigen Sünders geschluckt haben. Bald sitzt sie wieder fest im Sattel in der Holding. Und dann geht's los. Auf Degenhardts Untergang. Möge er in der Hölle schmoren für das, was er mir angetan hat. Es gibt da etwas, Johannes. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber unter diesen Umständen bleibt mir nichts anderes übrig. Du erinnerst dich an den Vertrag mit Dr. Sowa, die Immobilienfonds? Ja, sicher. Den Passus Ratenzahlung im Vertrag hat Ansgar geändert, nicht ich. Ja, sein einziges Ziel war es, mich bei dir zu diskreditieren. Was sagst du da bitte? Oh, Johannes, du hattest gerade erfahren, dass Degenhardt Leonards Vater ist. Ansgar war plötzlich dein einziger Sohn. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, dir davon zu erzählen. Entschuldige, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Überleg dir gut, was du tust. Die Holding ist dein Lebenswerk. Auch wenn Ansgar dein einziger Sohn ist. Er ist unberechenbar. Tante Charlie. Du siehst toll aus. Der Charme liegt bei uns in der Familie, ne? Sag mal, Lars hast du nicht mitgebracht, oder? Leider nein, er hatte wahnsinnig viel zu tun. Ja, wäre auch ein bisschen eng geworden hier zu dritt. Oh, Angelo, das dritte Gedeck können Sie wegräumen, ja? Sind Sie sich da ganz sicher, Chefin? Consuela, has visto mi hijo? Hannes? Bist du denn da drunter? Ah, ich dich. Du hast dich super versteckt. Consuela, mañana vamos a la playa. Compra crema solar para el niño. Sí, señora. Weißt du was? Bauen wir morgen eine tolle Burg zusammen. Ja? Hallo, Leonhard. Ich habe mich sehr über Ihren Anruf gefreut, wenn ich auch natürlich... Es wird nicht lange dauern. Oh, so kühl. Sie haben mal gesagt, naja, Sie würden sich eine Gelegenheit wünschen, bei der Sie mir zeigen könnten, wie stark Ihre väterlichen Gefühle für mich sind. Ja, das ist richtig. Die Gelegenheit ist jetzt da. Wenn Ihnen wirklich was an mir liegt, dann bringen Sie Hannes zurück.